Daniel Foster lebt allein in einem kleinen Holzhaus am Rande des riesigen Laikipia-Plateaus im Herzen Afrikas. Er war umgeben von saftig grünem Gras, vereinzelten Akazienbäumen und dem grellen weißen Sonnenlicht, das sich über den Raum erstreckte. Das Leben hier ist so still, dass selbst im hellen Mittagslicht jedes Geräusch deutlich zu hören ist, ohne dass eine Menschenseele in Sicht ist. Daniel war an die Einsamkeit gewöhnt, daran, sein Territorium mit den wilden Tieren um ihn herum zu teilen. Er hätte sich nie vorstellen können, dass diese Ruhe eines Tages von einem verzweifelten Wesen zerstört werden würde. An einem hellen, sonnigen Nachmittag bemerkte Daniel plötzlich eine dunkle Gestalt, die regungslos auf dem Rasen vor seiner Veranda stand. Es handelte sich um einen ausgewachsenen schwarzen Leoparden, doch sein dünner Körper verdeckte fast vollständig sein majestätisches Aussehen. Unter der dunklen Haut sind die Rippen deutlich zu erkennen, was ein herzzerreißendes Bild ergibt. Sein einst glattes Fell ist nun mit Staub und Schmutz bedeckt und hat das vertraute robuste Aussehen dieses afrikanischen Raubtiers verloren. Der Leopard stand in weiter Ferne, knurrte nicht und kam auch nicht näher, sondern blickte schweigend zu dem Holzhaus hinüber. Seine tiefliegenden, goldenen Augen reflektierten das Sonnenlicht, sie waren erfüllt von Müdigkeit und äußerster Vorsicht. Daniel blieb auf der Veranda stehen und spürte, wie sein Herz beim Anblick dieser seltenen Szene pochte. Ihm war klar, dass das Tier vor ihm nicht hierher gekommen war, um zu jagen oder sein Territorium zu beanspruchen. Das ist der Blick von jemandem, der die absolute Grenze von Hunger und Erschöpfung erreicht hat. Mitten in der weiten Graslandschaft standen sich der Mann und der schwarze Panther in angespannter Stille gegenüber. Daniel befindet sich in einem heftigen Kampf zwischen seinem urtümlichen menschlichen Selbsterhaltungstrieb und dem überwältigenden Mitgefühl, das in ihm aufsteigt. Ihm war klar, dass das Wegtreiben des Leoparden in diesem Moment unweigerlich zu dessen Tod führen könnte. Nach kurzem Zögern warf Daniel langsam ein großes Stück Fleisch auf den grünen Rasen vor der Veranda. Er hielt bewusst einen sicheren Abstand und kam nicht einmal einen kleinen Schritt näher. Der schwarze Panther senkte lange den Kopf, als ob er sein Leben gegen die drohende Gefahr abwägen würde. Schließlich stürzte es sich vorwärts und verschlang die Nahrung gierig, wobei jede seiner Bewegungen von einem ausgeprägten Sinn für Wachsamkeit zeugte. Jeder Bissen wurde hastig hinuntergeschluckt, als fürchte man, diese eine und einzige Mahlzeit könnte jeden Moment verschwinden. Daniel stand still, bewegte sich nicht und versuchte, ruhig zu atmen, um sich nicht noch mehr unter Druck zu setzen. Zwischen ihnen bestand eine heikle Grenze, die aus Furcht und Respekt geschaffen war. Nachdem der Leopard seine Mahlzeit beendet hatte, trat er zurück, betrachtete Daniel lange und kehrte dann leise in den Wald zurück. Am folgenden Tag tauchte der schwarze Panther zur gewohnten Mittagszeit wieder auf. Es stand an derselben Stelle, in unverändertem, sicherem Abstand von der Veranda. Es gab kein Knurren und auch kein typisches Territorialverhalten. Daniel legte weiterhin das Futter auf das Gras und trat dann zurück, genau wie zuvor. Und so kehrte der Leopard Tag für Tag schweigend zurück. Es betrat nie die Veranda und überschritt auch nie die unsichtbare Grenze zwischen ihnen. Das Verhalten des Leoparden war ungewöhnlich zurückhaltend und besonnen. Daniel erkannte allmählich, dass das Tier lediglich nach einer Überlebenschance suchte. Seine anfängliche Angst ließ mit jeder Begegnung allmählich nach. Stattdessen wuchs ein Verantwortungsgefühl, das sich still und leise von Tag zu Tag entwickelte. Im Laufe der Wochen bemerkte Daniel subtile Veränderungen am Körper des schwarzen Panthers. Unter der grellen, weißen afrikanischen Sonne wurde sein Fell allmählich glänzender.
Ihr Gang war nicht mehr so unsicher, jeder Schritt war stabiler als zuvor. Seine goldenen Augen wirkten auch weniger eingefallen, und sein Blick erlangte allmählich seine gewohnte Wachsamkeit zurück. Daniel war erleichtert, als er merkte, dass das Leben in seinen abgemagerten Körper zurückkehrte. Der Leopard hielt jedoch weiterhin einen sicheren Abstand zu den Menschen. Es ließ Daniel nie näher herankommen, nicht einmal einen Schritt. Ihre Verbindung beruhte auf respektvollem Schweigen. Daniel verstand, dass es hier nicht um Domestizierung oder Abhängigkeit ging. Doch es handelte sich nur um ein vorübergehendes Vertrauen zwischen zwei verschiedenen Welten. Eines Nachmittags wurde Daniel durch das Geräusch schwerer Schritte aufgeschreckt, die in der Nähe seiner Veranda widerhallten. Der schwarze Panther schien näher als je zuvor, sein Körper schwankte unruhig. Sein Vorderbein zitterte, jeder Schritt war von offensichtlichen Schmerzen begleitet. Es versuchte noch ein paar Schritte zu gehen, dann brach es plötzlich vor Daniel im Gras zusammen. Das helle Sonnenlicht enthüllte eine Stahlfalle, die sich fest um das Bein des Tieres geschlossen hatte. Die Falle war alt, aber scharf und hinterließ tiefe Spuren auf dem erschöpften Fleisch. Der Leopard atmete schwer, sein ganzer Körper war vor Schmerz und Erschöpfung angespannt. Es blickte Daniel mit verzweifelt flehenden Augen an. Es gab kein Gebrüll, keinen Widerstand und keine Aggression. Alle Hoffnungen schienen auf der Person davor zu ruhen. Daniel holte tief Luft, um in dieser seltenen und gefährlichen Situation ruhig zu bleiben. Er ging langsam auf den Leoparden zu, jede Bewegung sorgfältig kontrolliert. Der Leopard rührte sich nicht, er lag einfach nur da und atmete schwer auf dem heißen Gras. Daniel sprach leise und mit ruhiger, gleichmäßiger Stimme, um das leidende Wesen zu beruhigen. Seine Hände zitterten leicht, als er die eiskalte Stahlfalle berührte. Geduldig entfernte er mit Werkzeugen vorsichtig jeden einzelnen Stift. Der Leopard schrie nicht, er schloss nur die Augen und ertrug es schweigend. Als die Falle zuschnappte, trat Daniel sofort zurück, um Abstand zu wahren. Das Bein war befreit, aber das Tier blieb lange Zeit regungslos. Sie standen beide schweigend inmitten des blendend weißen Sonnenlichts des Plateaus. Daniel legte dem Leoparden als letzte Geste der Ermutigung ein großes Stück Fleisch vor die Füße. Diesmal fraß der Leopard langsamer und wirkte nicht mehr so panisch wie zuvor. Dann versuchte es mit aller Kraft, die ihm noch geblieben war, aufzustehen. Der Leopard drehte den Kopf und betrachtete Daniel noch einmal lange. Es gab kein Gebrüll und auch keine offenkundig freundlichen Gesten. Es war nur ein tiefer, stiller Blick, schwer in Worte zu fassen. Dann schleppte es sein schmerzendes Bein hinter sich her und verschwand langsam im tiefen Wald. In den darauffolgenden Tagen war der Rasen vor dem Haus völlig leer. Daniel sah die ihm vertraute dunkle Gestalt nicht mehr jeden Mittag erscheinen. Diese Stille hinterließ bei ihm eine anhaltende, stille Sorge. 3 Monate später, an einem ganz normalen Nachmittag, bemerkte Daniel eine Bewegung am Rand des Rasens. Der schwarze Panther kehrte zurück, viel gesünder und kräftiger. Daneben stand eine ausgewachsene Leopardin mit wachsamem Blick. Dahinter folgten 2 winzige Leopardenjunge, die unbeholfen über das grüne Gras stapften. Die ganze Familie stand in einiger Entfernung und betrachtete schweigend das Holzhaus. Der schwarze Panther blickte Daniel lange mit einem ruhigen und gefassten Ausdruck in den Augen an. Sie brauchen sich nicht zu nähern, und es sind keine weiteren Gesten erforderlich. Dieser Augenblick genügte Daniel, um alles zu begreifen, was geschehen war. Eine rechtzeitige Geste der Freundlichkeit rettete ein Leben.
Und sie säten inmitten der afrikanischen Wildnis den Samen des Lebens für eine ganze Familie.